Check, check. It's gonna be really good, my friend. Servus Leute, willkommen zurück bei einem Weber Bike Check, wieder beim Red Bull Erzberg Rio 2024. Man sieht, das Wetter ist gerade mega geil, es ist ein wirklich guter Vibe schon. Wir gehen wieder durch meine KTM 300 EXC 2024er Modell und zeige euch da ein paar Details. Von vorne aus definitiv Nummer 1, wie jedes Jahr, mega geil. Freue mich sehr, dass ich wieder die Nummer 1 am Start habe. Dadurch, dass ich letztes Jahr gewonnen habe, kann ich das erste Mal auch auf dem Berg sozusagen beim Prolog fahren. Das wird wirklich richtig gut. Bin gespannt, morgen geht's los. Also es ist sozusagen einen Tag vor dem Prologtag. Und ja, haben gerade WP, Fahrwerk drin. Vorne die Gabel mit ein bisschen am Straffhand-Setup, weil wir für den Prolog ein bisschen auf die Schnelligkeit auslegen. Natürlich für den Sonntag eher ein bisschen auf die extreme Seiten. Ganz wichtig natürlich von der Seite her Raptor Titaniums. Richtig wichtig. Einfach stabile Fußraster. Mega wichtig. Speziell auch dann noch das kleine Triangle Piece, was wir haben da, auch aus Titan. Einfach nur als Sicherheit, dass für Sonntagsrennen da definitiv nichts abbrechen kann und nichts kaputt geht. Also das ist, würde ich sagen, ein mega wichtiger Punkt beim Extremfahren. Eigentlich generelle Protection am kompletten Bike. Wir haben Unterbodenschutz von der Service, zum Beispiel auf der Seite, wenn man da rüber schaut. Discard vorne, Discard hinten, einfach das Motorrad so gut wie es geht zu schützen, dass ja nichts verbiegt, dass ja nichts kaputt geht. Hinten Dämpfer mit meinem Setting von den Werksdämpfer, mega gut, mega zufrieden mit meinem Setting jetzt schon. Jetzt für den Prolog auch wieder ein bisschen ein härteres Setup drin für den Sonntag, sehr soft, sehr weich. Was ein mega cooles Feature ist, das sieht man da, versteckt, it's hidden here. Wir haben einen hinteren Bremshebel und Schalthebel im Motorrad eigentlich verpackt, dass das alles zusammen ist. Und das meine ich das meiste so am Bike hat, genauso wie da. Super Secret. Kabelbinder, Zip Tires. Man kann einfach mit Kabelbinder schlussendlich alles richten, was nur geht. Deswegen sind die da im Rahmen versteckt. Das ist wirklich ein cooles Feature. Natürlich eine Krapovic-Auspuffanlage. Läuft einfach gut. Die Jungs machen einen mega guten Job von Slowenien, dass das Bike top unterwegs ist. Wir haben den Workaholic Strap da, eine Selle Dalle Valle Sitz mit die Riffeln da. Einfach generell ein bisschen mehr Grip zu haben bei den Auffahrten. Also wenn wir sitzen, dass wir einfach nicht so schnell nach hinten rutschen. Das ist mega wichtig. Ich für mich habe da so ein kleines Feature hinten drin. Einfach nur mal Plastik, dass man ein bisschen besser drüber rutscht sozusagen. Haben wir da ein bisschen was reingebaut. Das ist einfach nur so ein bisschen ein M-Letty Signature Ding. Von hinten her Motormaster Brake Discs. Nochmal ein bisschen dickere Bremsscheibe. Definitiv sehr stabil. Ich glaube, wenn wir von hinten reden, dann ist auch super wichtig der Reifen und das Mousse. Ich bin auf Michelin-Reifen unterwegs, für einen Prolog, ein normalen Medium, fürs Hauptrennen Michelin extrem soft, der was wirklich sehr viel Grip aufbaut. Und ich glaube, für viele Leute und da draußen auch, einfach generell für einen Tipp, ein Reifen ist nur so gut, wenn das Mousse auch passt oder tubeless. Also es ist wirklich, der Reifendruck ist super wichtig und wenn du ein zu hartes Mousse hast, kannst du den Reifen zu schnell abwetzen. Deswegen glaube ich, muss die Stimmung einfach passen. Aber das macht mein Dad normalerweise, der ist da relativ fit und ist da sehr motiviert. Schauen wir auf die andere Seite. Du willst auch einen lässigen Tag mit den Workaholics verbringen? Zusammen mit ihnen ein paar Runden auf der MX-Strecke drehen? Oder sie einfach nur kennenlernen und gute Gespräche führen? Dann komm zum Riders Day. Den Link zur Anmeldung findest du in der Videobeschreibung.
Wir haben noch nichts versteckt, aber haben auch Raincover gerade drüber, weil er sagt, ziemlich schlecht Wetter morgen. Raincover über dem Airfilter, Tournier Airfilter drüber, wegen die ganzen Pfützen auf dem Bike. Verstauen normalerweise unser Werkzeug noch im Luftfilterkasten, einfach nur neben dem Luftfilter drin, mit so einem kleinen Strap fixiert, fertig, hat man alles am Bike, muss man nichts mitnehmen. Also, wo mich auch sehr, sehr viele Leute fragen drüber, ist das Gearing. Wir fahren jetzt für den Prolog definitiv viel, viel schneller, sind da sehr, sehr viel schneller unterwegs. Ich habe hinten einen 48er Super Sprox drauf, vorne 13 gerade, also ein bisschen schneller. Für die Leute, die was jetzt ein bisschen verwundert sind, weil Standard Gearing 1345 ist bei der neuen KTM. Ich habe eine alte Gearbox drin, also, oder ein bisschen eine andere Gearbox drin, deswegen fahren wir ein bisschen eine andere Übersetzung, aber es ist definitiv auf der schnellen Seite. Für einen Hauptrenntag bin ich definitiv wieder langsamer unterwegs. Ich würde sagen, für die Standardbikes da draußen, alle neuen KTM 300er EXCs, würde ich sagen, bin ich so mehr oder weniger wie 1350, 1351 unterwegs. Haben sehr, sehr viele Leute immer große Fragen drüber, also lasst es mir einfach wissen in den Kommentaren, falls irgendwas ist darüber. Es ist definitiv ein mega, mega wichtiges Topic, speziell beim Extremenduro. Und dann gehen wir noch weiter bis davor. Was mega cool ist, auch, wir haben ein sehr cleanes Cockpit mit einem gefrästen Domino-Griff, der was definitiv wichtig ist, dass Gas gut geht. Fahren wir einen Starterknopf hier. Habe noch einen Map-Switch seit 2 Jahren jetzt, wo ich einfach ein bisschen rumprobieren kann. Not aus. Da Super Secret, zweiter Starterknopf, dass das Bike sozusagen im Notfall, falls da oben irgendwas kaputt geht, immer einen zweiten dabei haben und dann können wir einfach drücken, zack, und das Bike läuft wieder. Und ja, ich würde sagen, mehr oder weniger, das ist mein Red Bull Erzberger Bike. Wenn es irgendwelche Fragen dazu gibt, lasst es mir wissen in die Kommentare und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, ciao dabei.